Moin Leute und willkommen zu dem, ich glaube, 6. Teil der Umbaureihe meiner Kawasaki VN 800. Ich bin zurück aus Barcelona. Wer mehr von dem Trip sehen will, checkt einfach mein Instagram aus. Steht hier oben immer und ist auch immer in der Beschreibung verlinkt. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen. Wo waren wir letztes Mal? Ja, unsere Fehlzündungen sind immer noch da. Ich habe den Vergaser ausgebaut, Teile bestellt und uns ist letztes Mal aufgefallen, dass das Sekundärluftsystem bei mir nicht verbaut ist, sondern die es versucht haben zu überbrücken bzw. auszubauen, das aber falsch gemacht haben, über einen Luftfilter quasi, der da eingebaut wurde, immer Falschluft gezogen wurde. Das habe ich letztes Mal nicht gefilmt. Ich werde euch das gleich einmal zeigen. Ich habe es letztes Mal ein bisschen eingeblendet. Ich filme das gleich einmal, erkläre das kurz und dann wisst ihr alle Bescheid. Ich habe jetzt hier einige Teile dabei, mehrere Kartons. Ich habe das Sekundärluftsystem komplett bestellt. Ich werde allerdings erstmal versuchen, das auszubauen, weil der Motor dann an sich besser laufen sollte. Wenn man es natürlich vernünftig macht. Gucken wir mal, ob die Fehlzündungen dann behoben sind. Und ich werde den Vergaser einmal komplett überholen, sprich alle Teile, die man neu machen kann, neu machen. Die Dichtungen, die Düsen, alles neu machen. Und dann hoffe ich, dass das Problem endlich gelöst ist. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zur Halle und wir sehen uns dann gleich da. So, ich habe jetzt nichts gefilmt von dem ganzen Umbaugedöns, weil wir uns einfach jetzt mal darauf konzentrieren mussten, weil das alles nie funktioniert hat und so. Aber ich schulde euch ja noch was. Ich wollte euch das nochmal erklären mit dem Sekundärluftsystem, wie das war. Und der Fehler ist tatsächlich behoben. Wir haben es im Stand probiert, wir haben es in der Fahrt probiert und es ist behoben. Das Motorrad läuft gut. Wir haben jetzt alles in den Originalzustand zurückgesetzt. Ich zeige euch einmal, was jetzt das Problem war, falls ihr auch so ein Problem habt. Und zwar am Luftfilter, ich weiß nicht, ob man das so jetzt noch sehen kann. Hier unten sind mehrere Anschlüsse. Dieser dicke, den man da hinten sieht, ich werde es vielleicht markieren im Video, der war nicht drauf. Der führt hierhin. Das hier ist der gleiche Anschluss. Das ist ein Sekundärluftsystem und das war bei mir nicht eingebaut. Da war nur dieser kleine Luftfilterpilz mit dem Schlauch, der an den Vergaser ging. Der ging vom Vergaser zum Sprithahn, damit der Sprit kontrolliert werden kann. Und dieses Sekundärluftsystem hat gefehlt. Das habe ich jetzt quasi auf Original zurückgerüstet. Und jetzt läuft alles. Wir haben den Vergaser trotzdem general überholt, haben die Düsen neu gemacht und sowas. Und ja, er ist jetzt auf jeden Fall top. Das heißt, wir können jetzt den Auspuff anbauen und die ganzen Kleinigkeiten machen. Der Fender ist schon lackiert. Der war ja matt und sieht sehr gut aus. Ich habe auch hier die Chromteile ein bisschen aufbereitet. Klar, das ist 25 Jahre alt, das Motorrad. Ich freue mich schon auf jeden Fall, das mal zu waschen und dann zu sehen, wie es aussieht, wenn es sauber ist. Aber ja, der nächste Schritt wird jetzt der Auspuff sein. Der liegt auch schon da vorne. Ich werde aber dafür ein gesondertes Video machen, wo ich Vorher-Nachher-Vergleich und sowas zeige. Aber ja, ich bin sehr, sehr beruhigt, dass das jetzt hier fertig ist. Also danke fürs Zuschauen und freut euch auf das Auspuffvideo. Daumen nach oben, abonnieren und haut rein.